Wir sind auf der LMC-Händlertagung. Da im Hintergrund hört man so ein bisschen den Kollegen, er erzählt die Neuigkeiten. Zusammen bin ich mit Marina. Grüß dich, Marina. Hi. Ja, du machst Design bei LMC und kümmerst dich auch um das Thema Nachhaltigkeit. Und da werden wir uns heute mal ein bisschen drüber unterhalten. Bei einem schönen Modell, dem Cruiser. Bist du selber Camperin? Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe das und kenne das schon seit meiner Kindheit. Ja, du hast Hunde. Genau, 2 Stück an der Zahl. Ja, da ist ja so mit Hunden und Campen gar nicht so easy, oder? Also ich muss sagen, es ist einfacher als im Hotel und den Hunden gefällt es auch super gut. Also die lieben das. Ja, meine Tochter Jan steht ja in der Einfahrt hier vorne, bewacht das Ganze mal. Jetzt ist gerade die Zeit, dass wir uns hinten mal ein bisschen ranpirschen können. Die Campervans in dem Grau mit dem Weiß. Du kannst mit wenigen Effekten, das siehst du hier, also diese Weiterführung der Linien und das Ganze, so dieses Weiße, dem weißen Aufbau schon unglaublich auflockern, ne? Genau. Also uns ist auch auf jeden Fall wichtig, dass das Exterieur auch unsere Designsprache entspricht. Das heißt, alles so leicht wie möglich. Wir bauen ja leichte Fahrzeuge mit einer niedrigen Aufbauhöhe und das soll natürlich auch von der Beklebung her zu sehen sein. Was Schönes ist hier das Grau, dass das hier weitergeführt wird. Alles, die Kanten werden gebrochen hier, alles wird ein bisschen leichter, oder? Genau, also wir versuchen natürlich auch schon die Fahrzeuge so zu gestalten, dass alles ein bisschen runder wirkt und schon auch sehr sportiv. Und ich glaube, das haben wir hier auch ganz gut geschafft. Komm, wir gehen mal gerade einen Meter zurück, dass wir das sehen, die schwarzen Felgen. Was fährst du privat für einen PKW? Ein Ford Focus sogar. Focus, ja, der wird im Saarland gebaut, weißt du das? Ja, das wusste ich gar Ist so, nicht. ja, noch. Also das Werk ist ja in Gefahr. Und das Schöne dabei ist, ihr habt unglaublich viele Fahrgestelle, die neu auf den Markt dazukommen. Da könnt ihr ja auch nicht immer so entscheiden, was kriegen wir jetzt denn für eine Chassisfarbe zum Beispiel. Aber das Grau ist schon sehr schick. Also mit der Weiterführung wahrscheinlich kann man die Sets mal bestellen, oder? Wenn jetzt einer sagt, okay, ich entschrifte mal komplett und will so ein ganz neues Design haben, aber die Abstimmung hier mit dem Cruiser und allem drum und dran ist schon sehr schick. Danke. Also ja, es gab auch schon mal die Nachfrage, ob wir nicht auch mal ein nacktes Modell hinstellen könnten, aber da haben wir gesagt, für uns käme das leider nicht in Frage, weil wir auch natürlich von Weitem schon gesehen werden möchten und ja, so fallen wir auf jeden Fall auf. Ja, LMC, das Ganze hier im Münsterland wird das kreiert. Du bist hier so ein Gewächs hier aus der Region? Ja, ich komme eigentlich gebürtig aus Rheine. Aus Rheine? Genau. Ist das weit weg? Also ich glaube von Sassenberg aus 80 Kilometer. Ja, der V646, oft ist ja die Länge hier das Programm 6,77 Meter. Das ist schon eins der größeren Modelle, die ihr habt, oder? Genau, gehört mit zu den Reisemobilen, also unter den Cruisern ist das hier einer der kürzeren. Der kürzeren, 6,77 Meter. Ihr habt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sieht man also hier mit, ich sag mal, relativ viel Ausstattungsmerkmalen. 82.900 ist hier die UVP. Und das Ganze von hinten, man sieht das hier, ihr habt ein eigenes neues Heck. Das habt ihr jetzt schon, ich glaube, schon ein bisschen länger habt ihr das, oder? Genau, es ist schon ein bisschen länger, das ist korrekt, aber wir haben es auf jeden Fall mit der Beklebung versucht, ein bisschen neuer zu gestalten, sodass wir auch die komplette Heckseite einheitlich im LMC-Design haben. Ja, viele haben ja noch runde Heckleuchten hinten. Die sind jetzt schon wirklich ein bisschen aus der Mode gekommen und da gibt es ja demnächst auch Modellwechsel. Ihr habt aber so ein automotives Design. Erinnert mich extrem an Mercedes und so weiter, also sehr automotiv. Das kommt bei den Leuten gut an? Ja, auf jeden Fall. Also ja, man sieht halt vom Weiten, es ist ein LMC und das mögen die Leute. Und ich kann nur sagen, wenn man hinter einem LMC hinterherfährt, dann fällt das Heck auf jeden Fall auf. Das ist schön. Absolut, ja. Du arbeitest seit 2 Jahren da. Ist das ein kleines Team oder seid ihr viele? Oder kennst du alle Vornamen nicht? Also aus der Produktion muss ich sagen, wird es dann schwierig. Aber bei uns im Produktmanagement sind wir nur zu zweit. Also wir haben schon natürlich einen sehr anspruchsvollen Job und das kriegen wir zu zweit super hin. Also wir sind dann ein eingespieltes Team mit dem Marketing, mit dem Vertrieb, das läuft 1A. Ja, du kommst aus dem Design, hast sogar
Wie nennt man das nochmal, was du gemacht hast? Innendekorateurin oder? Raumausstatterin. Raumausstatterin gelernt. Habe ich eine große Doku gemacht. Du kannst zum Beispiel Sofas nähen, du kannst Bezüge nähen, das Ganze. Und Can, du bist ja auch Handwerkerin, du machst das Ganze in Leder. Das Handwerk, wer das so richtig kann, der weiß auch später, was man tun muss, damit man das überhaupt produzieren kann, weil schnell gemalt ist ja was, oder? Das stimmt. Ich denke mal, sonst fehlt halt die Verbindung so ein bisschen dazwischen. Man kann sich das viel besser vorstellen und kennt sich halt aus, ne? In dem fachmännischen Bereich, ja. Das fängt an mit Gardinen. Also viele haben ja gesagt, wir hätten gern die neuen Vorhänge, die Flächenvorhänge. Aber da ist natürlich im Wohnwagen ganz andere Voraussetzungen. Die dürfen nicht rumschlagen, die dürfen nicht klappern. Das ist gar nicht so easy manchmal, ne? Nee, genau. Also klar, man hat schon gewisse Ansprüche als Raumausstatterin, da irgendwie dem Ganzen schon gerecht zu werden. Aber hier hat man ganz andere Ansprüche, hier muss man anders reagieren und man versucht halt trotzdem sein Know-how irgendwie schon unterzubringen. Tja, das ist dir ja gelungen. Ja, hier hinten das Heck, sehr, sehr schick. Wir gucken mal drauf. Wir haben rahmenbündige Fenster. Das Ganze ist jetzt hier schon in einer etwas besseren Ausstattung. Ihr habt den Händlern ja auch hier Fahrzeuge hingestellt, die etwas mehr Ausstattung haben. Wir können mal drauf schauen. Also, wir sind bei dem Modell V646G und werden uns mit dir mal den Innenraum anschauen, dieses schönen Teilintegrierten. Was besonders schön aussieht, ist die Markise, die Integration. Die sieht so aus, also nicht so aufgesetzt, oder? Genau, das war auch der Sinn dahinter, weil es halt auch einfach viel schöner aussieht und es soll halt nicht so direkt immer auffallen und ins Auge stechen. Ja, es wird auch nicht breiter, das Fahrzeug. Also das kommt auch mit hinzu, die Aufbautür. Das Design, ich glaube, ist alles, oder? Das heißt, Leute gucken sich das an und sagen, gefällt's mir nicht, oder? Genau, also man muss halt reinkommen und einfach sagen, wow, das passt zu uns und hier möchte ich drin wohnen. Komm, wir gehen mal rein. Die Aufbautür ein bisschen schmaler, aber dafür hast du im Innenraum natürlich viel mehr Möglichkeiten der Gestaltung. Genau, also wir haben jetzt hier eine Breite von 2,22 Meter, also halt schon ein sehr schmales Fahrzeug, aber ja, vom Raumdesign auf jeden Fall sehr viel Platz. Würde man gar nicht meinen. Ja, wir gucken das mal an. Das ist eine Breite von einem Kastenwagen dran. Und jetzt ist der Unterschied. Guck mal hier. Wir können uns das ja mal anschauen. Hier siehst du am Spiegel, der Spiegel ist ja jetzt relativ schmal und die breiteste Stelle ist nur ein Tick breiter wie das Aufbaufahrzeug selber. Und das ist nochmal ein Unterschied. Ihr habt doch 2,32 Meter, glaube ich. Habt ihr auch? Ja, genau. So, und das können wir uns gleich mal anschauen. Und das zählt jeder Zentimeter. Geht auch darum, in Südfrankreich oder in Spanien, Italien durch die engen Gassen durchzukommen. Und da sind die Vans oft schon zu groß. Und wenn du da so ein 2,50 Meter Auto hast, das wollen die Leute nicht oft, oder? Die wollen kleine, kompakte. Genau, und das ist uns auch sehr wichtig. Also man möchte natürlich auch mit seinem Reisemobil überall parken können. Und das kann man hiermit sehr gut. Ja, du hast es geübt. Du bist das erste Mal Reisemobil gefahren mit diesem kompakten Maß. Genau. Ich habe jetzt auch gerade noch mal extra drauf geschaut, wäre das jetzt auch ein Modell, was ich fahren könnte. Das wäre jetzt hier auch wieder der Fall, weil ich habe keinen besonderen Führerschein, den ich da brauche. Und das geht ganz gut mit denen, wie ein Pkw. Ja, leichter Fahrzeug, extremer Leichtbau, trotzdem stabil. Das Ganze hier, die Hutze aus GFK, Seitenwände GFK, Boden GFK, Heck GFK, Glasfaserverstärkter Kunststoff, der lange halten soll und es auch tut. Und wir gehen jetzt mal rein. Das helle Holz, du bist seit 2 Jahren dabei. Das kam ja schon vor dir. Also so die Trends, wie werden die denn gesteuert? Was denkst du? Also das Ganze ist jetzt schon ein bisschen älteres Design, aber immer noch zeitgemäß, wie ich finde. Das Ganze muss man natürlich recherchieren. Also jedes Jahr kommen natürlich auch Wohntrends hinzu, aber man schaut auch natürlich, was hält die nächsten 10 Jahre. Also das ist so, wir versuchen natürlich auch Wohnwagen oder generell auch Wohnmobile zu kreieren, die auch für die nächsten 20 Jahre geeignet wären. Langlebigkeit, denn ich möchte ja nicht ein unglaublich altes Fahrzeug haben. Das mit dem Holz gefällt mir jetzt sehr gut. Also ich bin eher so der Holztyp und ihr habt Fahrzeuge, da dominiert das Holz ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Hier habt ihr das helle Holz und wenn du sagst, ein bisschen älteres Design, dann ist das wahrscheinlich von 2 Jahre alt oder so, ja. Das ist schon älter bei euch. Genau. Also es ist jetzt nicht ultra alt, es ist wirklich nur 2 Jahre alt, aber also es ist dementsprechend nicht mehr so ganz zeitgemäß. Echt? Ich finde das super wohnlich. Also Can? Ich habe mich auch gerade gefragt, ob das so schnell geht, genau. Aber die Trends teilweise, die Möbelhäuser, die schaffen ja auch Trends. Ist das auch so ein Maßstab, dass ihr schon mal in die Möbelkataloge guckt, was gerade kommt? Ja, auf jeden Fall. Also wir fahren auch auf die ganzen Messen, zu IMM in Köln zum Beispiel. Das ist ja die internationale Möbelmesse oder auch die Möbelmesse in Mailand. Das ist immer sehr wichtig. Da kommt jetzt Holz langsam wieder.
Und von daher sind wir hier natürlich auch immer noch aktuell, obwohl es ja schon, ich sag mal in Anführungszeichen, 2 Jahre alt ist. Aber ja, die Trends gehen halt eher schon so zurück, dass man Holz und schlichtes Design schon kombinieren kann. Also der graue Fußboden in Verbindung mit dem hellen Holz, das Ganze muss ja dann später auch optisch harmonieren. Das ist der Fall, denn es sind ja oft auch ältere Leute, die sowas kaufen. Also es sind ja die jungen Leute, die würden sich das gern kaufen, die haben vielleicht auch nicht das passende Geld, um sich einen neuen zu kaufen. Die kaufen vielleicht auch mal einen gebrauchten. Und die Eltern haben ja auch die Zeit. Also es ist ja oft so, die jungen Leute, du kennst das, Can? Das hat jetzt mal eine Woche geklappt, aber auch die Preise, die du gesehen hast, dann ist dann immer schon mal der Papa gefragt, ja, wo er denn sagt. Aber ihr habt auch viele junge Kunden. Das heißt also gerade junge Familien im Wohnwagenbereich, da fängt das Ganze ja an. Das ist so ein, ich sag mal auch, wo ihr die Leute so ein bisschen abholt, die ganz jungen Familien. Denn so einen Wohnwagen kriegst du ja teilweise schon um die 20 bei euch, gell? Ja, genau. Also klar, die jüngere Zielgruppe ist halt dementsprechend für die Wohnwagen geeignet. Da kann man dann schon mal mehr aufs Design eingehen, wie es jetzt der aktuelle Trend ist. Also natürlich mit dem Holz zurückfahren. Man muss natürlich auch gucken bei der Zielgruppe jetzt gerade für den Cruiser, inwieweit das noch überhaupt gewollt ist. Weil, wie du ja schon sagtest, ist Holz natürlich auch für diese Zielgruppe schon sehr gut geeignet. Also die mögen das. Absolut wohnlich, also warme Farben, indirektes Licht. Das hatten wir heute auch in Verbindung mit den weißen Oberflächen. Ich habe auch schon gemerkt, wenn du jetzt mit rein weiß arbeitest, das ist dann teilweise sehr hart. Das sieht weiß aus, das ist aber nicht weiß. Hier so eine Oberfläche. Wie bist du darauf gekommen? Also es ist eher so Eierschallfarben. Ein rein weiß ist immer schwierig, geht jetzt auch langsam wieder zurück im designerischen Bereich. Und von daher ist das schon sehr modernes und angesagtes Design. Guck mal hier hinter. Auch das hier ist hell. Aber das ist schon fast so ein Kaffeeton, so ein Café au lait, so ein bisschen. Ja, oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, so ein bisschen Eierschallfarben mit ein bisschen Beigefarben drin. Also das kombiniert sehr gut mit der Dekorplatte, mit der Arbeitsplatte von der Küche. Und ja, von daher haben wir uns dafür entschieden. Und ich finde, das sieht auch sehr schön aus. So, und die Mini-Erweiterungsklappe. Ja, wenn man selber campt, dann kommt man drauf. Ihr habt ja auch Profis, testet anschließend die Fahrzeuge auf der Rüttelstrecke zum Beispiel. Genau. Da wird dann viel gemacht. Kommen wir mal auf das Thema Polster. Es muss nicht immer Leder sein. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir jetzt auch Stoff mal drin. Can hat gesagt, oh, die Sitze gefallen mir gar nicht, die Stoffsitze, gell? Die hier finde ich jetzt definitiv schon um einiges schöner, muss ich sagen, weil die sind sehr harmonisch, aber im Großen und Ganzen, es muss halt meinem Geschmack auch entsprechen, ne? Und da kann ich jetzt nicht in jedes Wohnmobil reingehen und sagen, hey, das ist aber hässlich oder so. Genau, muss ja nicht mir gefallen. Es muss nicht dir gefallen. Wie gehst du damit um? Du bist ja jetzt eine junge Frau, du musst dich ja schon ein bisschen in die Leute reinversetzen können. Wenn jemand älter ist, dann teilweise, wo du dann auch selber sagst, naja, das ist jetzt nicht meins, aber da gibt es deutliche Unterschiede, je nach Alter, oder? Genau, war für mich erstmal schwierig. Also man versucht ja trotzdem irgendwie schon seinen Design-Touch da reinzubringen. Aber ja, es muss halt von den Steuerwerten einfach passen. Das muss leicht zu reinigen sein, gerade in Wohnwagen, Wohnmobilen, das ist wichtig. Und man guckt natürlich auch bei den Dekoren, ob das halt schon passt. Und hier haben wir uns dafür entschieden, dass wir halt ein schönes Mikrofaser nehmen in einem Braudenton und das dann schön kombinieren mit einem schönen Stoff und es passt sehr gut ins Fahrzeug. Ja, du kannst schneidern. Ist das gut gemacht hier? Ja, auf jeden Fall. Also sehr hochwertig und qualitativ. Ja, das Ganze wird ja wirklich extrem benutzt und da brauchst du ja auch zum Beispiel Schaumstoffe. Gut, das hier ist wahrscheinlich der Originalsitz, der dann noch bezogen wird. Die Schaumstoffe sind da, aber hier, spätestens hier, du kennst dich ja aus als Raumausstatterin, die Schaumstoffe müssen top sein, weil ansonsten hast du nach 10 Jahren, funktioniert das Ganze nicht mehr. Die Auswahl der Schaumstoffe, da nimmt ihr wirklich super Sachen, oder? Ja, genau. Also das Raumgewicht ist schon echt eine Riesensache. Meinen viele nicht, aber das ist wirklich, also das Raumgewicht muss einfach passen, weil sonst sitzt man... Kletter mich mal auf Raumgewicht. Genau. Das ist, glaube ich, wie schwer das ist, gell? Der Schaum, den du verwendest. Ja, genau. Also es geht halt um das Volumen quasi von dem Schaumstoff, den man dann halt hat und inwieweit das dann fester ist oder halt ein bisschen weicher. Und das muss halt alles zusammenpassen und dann hat man auch hochwertige Polster.
So, wie groß bist du denn? Ich bin 1,62. Ja, das ist nämlich toll, denn wenn du dich mal kurz da ranstellst an die Küche, du hast jetzt auch keine Hacken an, sondern Turnschuhe und du musst auch ordentlich dort an die Schränke zum Beispiel rankommen. Das ist auch so eine, ich meine, ist ja nicht jeder 1,75 Meter wie die Jan, sondern ein bisschen kleiner. Jetzt bräuchst du wahrscheinlich für die Oberschublade schon einen kleinen Tritt, oder? Oder geht das noch so? Ach, das geht noch so. Also das ist man ja schon gewohnt durchs Campen. In die letzte Ecke komme ich zwar nicht, obwohl ich schon relativ lange Arme habe, aber ja, damit kommt man auch zurecht. Dann stellt man da oben große Sachen rein und dann passt das schon. Ich hatte so viele Küchen, wo du als kleiner Mensch gar nicht rankommst. Das ist hier der Fall. Die Durchgangsbreite auch ein Thema. Wir sind ja auf einem sehr schmalen Fahrzeug. Auch hier hast du noch richtig Platz. Ja. Und natürlich die Öffnung des Raums nach hinten. Das ist so, viele bauen den komplett zu, dann hast du so einen Kanal. Hier, wenn du dich mal gerade hinten aufs Bett begibst, sei mal so lieb, vielleicht dich einfach mal draufsetzt, dann sieht man das mal, wie sich der Raum so öffnet, Jan. Du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du hier in einer kleinen Höhle oder sowas drin bist, ein Riesenraum. Nee, jetzt ganz im Gegenteil, genau. Also, dass man das mal sieht. Ja, der Einstieg, das ist auch ein mega wichtiges Thema. Also viele Leute haben ja gerade bei den Längs-Einzelbetten so ein bisschen das Problem, dass sie sagen, naja, komme ich da gut rein, nehme ich doch besser ein Queensbett oder sowas. Aber du hast es gerade eben richtig gezeigt. Du hast dich hier abgedrückt, so ein bisschen, ja, beim Hochgehen. Ja, genau. Also ich musste auch erst einmal gucken, inwieweit ich überhaupt gut ins Bett komme. Aber hier ist das wirklich total einfach und auch für die ältere Generation ist das auch kein Problem. Ja, breite Stufen, dann auch Räume, die sich öffnen. Das heißt, ihr habt Winkel gewählt hier. Das kostet natürlich ein bisschen Platz, aber dadurch kommst du viel besser rein. Wenn du gerade nochmal runterkommst und nochmal da hochläufst, dann siehst du hier ganz breite Stufen. Also, dass du wirklich das treffen kannst. Und hochgehen, jetzt einfach hochdrücken. Du kannst schon fast mit deiner Größe, musst es dich gar nicht groß abdrücken, einfach rein und hoch. Aber dann das Thema natürlich Liegewiese. Wenn du hier mit deinen Mädels mal unterwegs bist, ja, fahrt mal ans Meer. Ist das ja nah hier schon, oder? Du bist ja in Hamburg, glaube ich, in 2 Stunden, 3 Stunden bist du in Hamburg? Ja, genau. Also ungefähr. Wenn man gut durchkommt, dann 3 Stunden. 3 Stunden, dann könntest du ja da irgendwo stehen am Fischmarkt. Kannst du das machen. Indirektes Licht, großes Thema. Da seid ihr, glaube ich, Weltmeister drin. Man kann viele Sachen dimmen bei euch. Ja, also ist uns auch sehr wichtig, auch einfach einen Raum zu schaffen, wo man sich wohlfühlt. Und das haben wir hier auch sehr gut dargestellt. Also alles sehr indirekt beleuchtet und bietet einfach ein super Ambiente. Ja, ich habe keine Schränke genommen bei 2,22 Meter. Wenn du hier noch Schränke machen würdest, das Ganze ist so, dass du gar nicht das Gefühl hast, dass hier 10 Zentimeter fehlen. Aber die Schränke, hier die Oberschränke, die habe ich nie benutzt. Was ist das für ein Material? Ist das gleiche Mikrofaser wie vorne? Ja, genau. Also hier haben wir wieder das Mikrofaser von den Polsterwelten aufgenommen. Schön. Dann die Flächenvorhänge. Die Leute wollen die Campingfenster hinten nicht sehen, oder? Genau, also man möchte ja schon mal rausgucken und aber auch irgendwie schon nicht gesehen werden und das kann man hiermit halt sehr gut. So, Kleiderschrank. Komm, wir zeigen den mal. Auch da eine große Herausforderung. Gut, dass ich jetzt mal 2 Frauen dabei habe, denn hängende Kleidung ist ja immer noch ganz wichtig. Man will ja dann doch mal eine Bluse oder sowas mitnehmen und da kann man gar nicht genug haben. Ihr habt ein System, das kann man, glaube ich, hochdrücken hier, wenn du mal gerade das Bett mal hoch machst und dann kommt man sehr, sehr leicht nämlich an das Ganze ran und das ist zum Beispiel bei dem Fahrzeug, was du gefahren hast, da musst du drunter klettern. Ja, das da schon wirklich macht es um einiges leichter. Es öffnet sich komplett nach oben, dann kommt hier sogar die Stange noch entgegen und wenn man hier auch mal drunter guckt, das ganze Lattenrost, das hat alles Qualität wie zu Hause. Also es ist schon eher, da habt ihr jetzt nicht so aufs Gewicht geachtet, da muss das Holz auch nicht sein auf dem Bett, oder? Genau, also hier ist uns auch einfach wichtig gewesen, ein qualitativ sehr hochwertiges Fahrzeug zu schaffen und ja, auf manche Sachen kann man einfach nicht verzichten. Also wenn man schon was qualitativ Gutes haben möchte, dann muss man es auch einsetzen. Da brauchen wir den Lift, ja. Ist auch nicht selbstverständlich. Bitte prüft das. Also wie ist die Holzqualität hier unter dem Bett drunter? Ist das ein richtiges Lattenrost teilweise? Wie ist das verarbeitet und so weiter? Also das ist hier gerade dieses Thema Entlüftung ist ja wichtig. Also dass da keine sich Staunässe bildet oder so. Und dieser Lift hier. Wir gehen mal zur anderen Seite. Bin ich mal gespannt, ob der den da auch hat auf der Seite. Denn bei 2,22 Meter hat der auch
Das ist wirklich, also das ist, ich habe so viele Fahrzeuge gesehen, die haben keinen Lift und hier drunter kann man sogar noch ganz flache Sachen noch reinlegen. Also wenn du irgendwas mitnimmst, einen Kalender, den du mal verschenken möchtest oder so, der passt hier drunter. Aber dieses Fach allein schon, das ist so groß, da passt ein ganzer Flugreisekoffer rein, so ein kleiner Handgepäck. Ja, also uns ist auch wichtig, auch schmale Sachen irgendwie unterzubekommen und wirklich jeden Platz auszunutzen. Und das ist gerade wichtig. Unterwäsche und so weiter kannst du hier reinlegen. Hier hast du jede Menge Platz, dann auch wirklich für große Sachen in Verbindung natürlich mit Euroboxen. Die Tür kann man öffnen jetzt und dann sieht man, du kommst einmal von oben rein, kommst von unten rein. Das funktioniert ganz gut. Aber wichtig ist, guckt euch diese Lifte an. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, wenn ihr euch nicht bücken wollt. Also ich denke, wenn du da drunter kriechen müsstest, mach mal bitte, Can, dass man einfach mal sieht, wenn du da jetzt von unten rankämst, nicht von oben, du müsstest so... Da sieht man ja auch gar nichts, das ist schon sehr unpraktisch. Ja. Ja, es gibt ja auch Beleuchtung. Ist aber auch das, bei den meisten so. ja. Ja, man ist ja so gewohnt. Da gibt es das nicht. Ja. Sehr schön. Ja, Badezimmer, komm mal mit. Ist da eine versteckte... Jetzt, wo ich die Marina schon mal habe. Bitte? Was da drunter ist, habe ich mich nur gerade gefragt. Ja, komm, wir gucken mal rein, Ja. wo wir schon mal hier sind. Die Marina macht mal auf. Ach, das ist wirklich ein verstecktes Fach. Genau. Okay. Stauraum. Da verstecke ich den Alkohol, oder? Nein, Quatsch. Die Kiste Bier. Genau, die Kiste Bier. Da ist übrigens eine Klappe drin, da kommst du von innen ran. Das heißt, also da kannst du die von innen einladen. Da könnte man auch zum Beispiel Hunde und so weiter Ja. reinmachen. Also da jetzt nicht, aber Der muss schon ziemlich klein dann sein. also bitte fragen. Bitte keine Hunde reinmachen. Ihr habt Händler, einige Händler haben sogar richtige Schreinerleute da mit dabei, die können auch Modifikationen machen, sodass die Hunde aus der Garage zum Beispiel gleich reinkommen können. das Also da ist gibt es sehr richtig wichtig, tolle ja. Umbauten. Und Küche, Möbel, Kühlschrank. Diese Offenheit bedingt natürlich, dass der Kühlschrank jetzt Unterflur ist. Das ist hier der Fall. Der ist dann zwar nicht ganz so groß, aber Ausreichend. ganz ehrlich, diese Offenheit hier, das ist so viel wert, dass du hier die Blickachse frei hast, dass du durchgucken kannst. Also das Fahrzeug gefällt dir gut? Ist es durch deine Hand schon gegangen damals? Damals noch nicht, aber ich habe schon kleine Modifikationen gemacht. Du kannst dich noch an eine erinnern? Was hast du gemacht? Eine Kante? Oder? Genau, also damals war es zum Beispiel so, dass diese Sachen ja alle noch ein bisschen abgerundet waren und nicht so dieses geradlinige Design hatten. Und das war das Erste, was ich so geändert habe und die ganzen Chromleisten rausgenommen, weil es... Das macht es definitiv nochmal moderner. Ja, genau. Absolut. Also ich finde den tot schick. Also vielleicht bin ich auch einfach älter. Das ist so, bitte mal das Badezimmer öffnen, dass wir da mal reinschauen. Und das ist ja vielen Leuten ganz wichtig, dass man viel Licht hat. Und Marina, komm mal bitte her, sodass ich dich sehen kann. Sei so lieb. Ja. Ich mach kurz zu. Oder so. So, du kommst mal durch. Gibt ja so viele verschiedene Grundrisse. Ihr habt wirklich viele Grundrisse. Ja. Das ist der. Und da ist das Thema natürlich Morgenroutine. Du kennst das, Can. Man braucht viel Licht. Und am besten natürlich wäre hier Licht mit 5000 Kelvin. Aber ihr habt warmweißes Licht hier gewählt. Geht das beim Schminken gut? Warmweiß? Ich finde, also das Einzige, was ich brauche, ist halt eine schöne Lichtumgebung, die jetzt keine bösen Schatten wirft. Und ich denke, das ist hier definitiv ausreichend. Ja. Ist schön, ist ordentlich. Also gut zum Schminken. So, und das Waschbecken? Nicht zu klein, nicht zu groß? Nö. Das ist für mich definitiv dann auch. Passt. Passt, genau. Zum Zähneputzen die Dusche, auch hier pragmatisch. Drunter hast du noch eine Staumöglichkeit. Aber hier ja auch nicht. Die Schränke sind wichtig. Genau. Das ist für mich wirklich wichtig, dass ich dann so was habe, was verstauen kann, was man dann auch zumachen kann, was nicht rausfällt. Das ist hier gegeben. Auch hier mit den kleinen Bändern, da kannst du die mit den Zahnbürsten Bändern. festmachen, Ja, die das ist dann nicht alle Sachen, die dir umfällt, entgegenkommen, wenn du die Tür öffnest. Kennst du das? Oh ja, das kenne ich sogar sehr gut. Die kann man da festgummieren. Hier ist dann das Gleiche, sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Ja. So, meine Frau, die wird gleich alle 4 beschlagnahmen und ich krieg die Tüte in der Hand. Nee, Genau. Spaß beiseite, Du aber kannst die unten hin. ich kann da unten hin. Genau. So, die Kassettentoilette, das kannst du drehen, Can, mach mal bitte. Da hat man viel Beinfreiheit. Gibt ja auch lange Männer und Frauen, wenn du dich mal kurz Kann man sich draufsetzt. auf den Deckel setzen? Ja, das Ja, geht. okay. Kannst du draufsetzen. Und Genau. ja, also Passt. Beinfreiheit pur. Genau. Könnte ich die mal noch ausstrecken. Man kann auch größer sein, definitiv. So, Ablageflächen habe ich gesehen im Reisemobilen ohne Ablageflächen. Da fängst du an zu schreien. Also klar kann man nachrüsten, aber hier ist zumindest mal für Shampoo und so, das ist alles dabei. Alles so Kleinigkeiten. Klar, wenn die Leute jetzt sagen, ja, ist das selbstverständlich, Ablageflächen, aber habe ich schon anders gesehen. Und natürlich, was ganz wichtig ist, der Handtuchtrockner. Guck mal oben. Ach ja,
Der ist integriert. Was ist denn hier mit eingebaut? Nee. Den runterziehen, oder? Nee. Wenn du mal kurz daneben, guck mal, da ist eine Metallstange. Ach, das ist der... Oh Mann. Das ist der Handtuchtrockner. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich dann hier irgendwie an Kleiderbücher Ja, kannst du auch machen. Ja. Der Ach ja, praktisch. Ja. bitte keine Morgenübungen machen. Ja, dafür ist Der er hält nicht. das nicht so ein Klemmzug. Nee, hält er nicht. So, wir gucken mal durch. Also es geht heute um das Thema Design. Wir sind ja auf einem pragmatischen Grundriss. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Also hier hast du schon viel Spaß für 2 Personen. Ein Wohnraum, wo du auch schon mal ein halbes Jahr wegfahren kannst. Und ja, die Heckgarage da mit drin. Großes Thema ist ja 3,5 Tonnen. Ihr dürft nicht zu schwer werden. Wie gehst du damit um? Das ist ja gemein, oder? Ja, ist schwierig, aber ich kann es einfach nachvollziehen. Also ich selber darf auch nur bis 3,5 Tonnen fahren und von daher finden wir da immer schon das passende Ziel. Ist gar nicht so einfach, denn ihr müsst schon gucken, ihr habt alles im Computer drin. Das heißt also, eine Gardine, wisst ihr genau, was die wiegt, wenn du die einbaust. Ihr macht alles wahrscheinlich auf CAD, guckt euch die ganzen Sachen vorher an. Du kannst im Prinzip das Design ja vorher simulieren. Ja. Was hältst du denn von Leuten, die das von der KI übernehmen lassen? Die sagen, bitte mach mir mal ein Reisemobil. Habe ich mal probiert, habe gesagt, bitte bau mir mal ein Reisemobil. Da kamen ganz wilde Sachen raus aus Yacht und Reisemobil zusammen. Hat die KI gedacht, ich habe gesagt, also 2030 habe ich dann gesagt. Ja, und da hat er also ganz... Aber die Wahrheit ist ja anders. Also der Gros der Leute, die möchten gerne gedecktere Farben, ein bisschen zeitlosere Optik haben, dass du lange daran Freude hast. Ja, genau. Also ich glaube, mit der KI kann man schon viel machen und ich bin auch ganz heiß darauf, mal mit der Beta-Version von Photoshop zu arbeiten. Ich glaube, da kann man schon viel Gutes mitmachen. Und ja, wir als Designer, wir versuchen natürlich auch irgendwie mit dem Sprung der Zeit zu gehen und auch die breite Masse irgendwie schon zu bekommen. Ja, du darfst ja keinen Flop haben, deswegen gibt es ja hier die Händlertagung. Da kriegst du viel Feedback. Es gibt ja neue Designs, die haben wir schon gefilmt. Wie kommen die an? Wie war das Feedback bei den ganz neuen hier vorne, bei dem Lift? Sehr gut. Also es gab durchweg nur Positives, nicht einmal irgendwie ein negativer Kommentar oder so. Also das war natürlich auch das Größte überhaupt, dass man nur positives Feedback bekommen hat. Das ist selten. Also manchmal gibt es ja auch schon mal Sachen, da denkst du, hey, das muss klappen. Und dann bist du auf der Messe und die Leute haten so ab, ja. Und dann ist man manchmal schon daneben. Aber das passiert selten, oder? Das heißt, oft seid ihr zielsicher. Ja, Gott sei Dank. Also ich muss sagen, mit den Farben, die wir jetzt einsetzen, haben wir schon viel richtig gemacht und ich hoffe, dass es auch weiterhin so sein wird. So, und dein Fazit, würdest du den nehmen, wenn ich dir den vor die Tür stellen würde? Wenn du mir den vor die Tür stellen würdest, auf jeden Fall. Also ich würde wahrscheinlich nochmal in die andere Richtung. Der neue Lift, der ist definitiv... Sollen wir den mal ganz kurz gucken? Genau. Haben wir uns ein eigenes Video zu gemacht, werden wir gleich abdrehen. Und dann gucken wir da nochmal rein. Wir sind zusammen mit Marina, Designerin von LMC. Toll, mal wirklich die Profis hier zu haben. Jetzt haben wir angeschaut den Cruiser V646G. Und wir machen einen ganz kurzen Blick mal in den Tourer rein und wollen auch nicht zu viel verraten. Das ist jetzt neues Design, korrekt? Ja, genau. Also das gibt es jetzt seit 2 Jahren. Dankeschön. Tschüss.